Morning. Welcome, everyone here. It's a privilege to be here and sharing of the Word of God. My desire is to bring it forth the way that everybody could understand it and that we could be blessed. Dat is mijn verlangen. So we all have some sort of a Zeugnis van dat we Christ zijn. We haben some sort of een verlangen dort te worden. We haben alle some sort of een ziel in ons leven waar het gaan zal. Ik geloof niet dat twee overeen zijn en dat hoeft ook niet. Aber eins moet klar zijn en dat moet bij allen overeen zijn dat we een Klarheit haben, mit Jesus in Gemeinschaft zu leben. Dat moet bij allen overeen zijn. Wo wir das Krieg tun, ist nicht so wichtig, dass wir das Krieg überein tun. Aber wir alle haben ein Verlangen, einen Tag bei Jesus zu sein. Wir alle haben auf Verken gehört, dass je zwei Wege, einer zur rechten Hand und einer zur linken Hand. Oder wir hören, dass einer geht im Himmel und einer geht in der Hall. Das haben wir alle von jung ab gelehrt. Und alle wissen das. Und manchmal dort haben wir alle noch unsere eigenen Probleme und Versicherungen, womit wir dann strugglen und nicht näher wissen, wo wir das Krieg wollen. Und ich weiß nicht, dass alle, aber die meisten von uns, wir sind noch ein bisschen groß, ein bisschen stolz, dass wir leicht werden mitteilen, wo uns das geht, oder wo uns das am Gebet fehlen. Das ist bloß, wer wir von der Natur sind. Aber ich wünsche, dass wir können so humble sein, dass wir können uns in Gott seine Hände anleihen und Arm uns lassen merken, was er wird leichen von uns zu haben. Wir haben uns alle eine Gabe gegeben und die Gabe wird er leichen, dass die lebendig wird. Was immer das ist. Wir haben verschiedene und deswegen haben wir uns hier alle Typ gebracht. Und in jeder Gabe, was hier ist, wenn die gebraucht wird, das hilft in Einigkeit und gemeinschaftliches Leben. So von der und danke mir ein bisschen in der Lane haben von zu reden, does it pay to live a godly life? Betont sich dort ein göttliches Leben zu leben? Oder ein Leben für Gott zu leben? Als du so viel bist, dass sich das betont, well, dann würde vielleicht alle sagen, yes, das ist klar. Das ist uns alle klar. Aber ich glaube, sometimes vergeht wir, wie viel das really ist. Wie viel wird das wirklich ist. Wir haben vergeten das. Du hast ein Reward für die Gerechte. Du hast eine Belohnung für die Gerechte. Wir finden da klare Schriftstellen von. Ich habe von der ziemlich viel Schriftstellen, was wir uns bekicken wollen. Und in den Gedanken nennen, lohnt sich dort, als ein Christ hier bei ihr zu leben. Habe ich Versprechungen, dass das all für das Leben ein Segen wird sein. Und ich glaube, wir haben genug Schriftstellen, dass das betekenen, dass das für das Leben hier all ein großer Segen wird sein, wenn wir ein göttliches Leben leben. Aber wir sehen auch die Konsequenzen, wenn wir nicht so leben, als Gott sein Ziel von uns ist. Im Psalm 58, Vers 12 sagt es, dann wollen die Menschen sein, die Gerechte, wollen bestimmt ihren Lohn kriegen. Die wollen bestimmt ihren Lohn kriegen. That's in Psalm 58, verse 12. What are the benefits of living a godly life? What sind die Benefits für ein göttliches Leben leben? Wir wollen uns 12 von den ein bisschen anschauen. Wir wollen von dir viel Versen im Psalm und in Proverbs lesen. Aber da habe ich ganz klare Versprechungen. Und was ist das erste? Sagt, I will experience peace. Ich will Frieden beleben. Ich will nicht bloß Frieden haben, ich will, dass
Ik wil dat aanvoeren, ik wil dat beleven. Psalm 37, vers 37 zegt het, maak die den afschuldigen man. En kijk naar den abbrechen wils, die wordt gouden erfolg hebben. Die wordt gouden erfolg hebben. Die wordt kan geloten zijn in zijn leven. Die wordt erfolg hebben, wens hij dit onderstreven. Tweede, I will experience joy. Ik wil vrede. Ik wil vrede en ik wil vrede beleven. We kunnen hastig in vers gaan in Galatians 5 vers 21, glaube ich, ik heb meest deze zal je weer vingen. Maar deze vingen we al een bund. Like Psalm 97 vers 10 zegt het, je den Herrn goed zendt, stelt je in dat bij ze. Oh, het is niet bloß de verspreking. Hier zegt het ook nog wat we te doen hebben. Jeder den Herrn Gott sein Stalchen je in der Beuse. Der Herr bewahrt seine heilige Ehre Säulen, hij raadt aan uit den Beusen seine heen. Dit is wat we nu aan dit leven beleven kunnen, aanwoorden kunnen. Vers 11. Den Gerechten moet dat licht immer waarde opgaan en dat vrome hoort maat vrouw worden. En dat het hier uitzien, dat in Plattdietch, dat zegt something like that, dat we ons worden door verstreven. We wollen vrouw worden. We wollen doen zijn dat we vrouw zijn. Dat is een aansporing. Vers 12 zegt het. Je gerechte, vreit junt am Herrn en dankt hem voor alles wat hij deed. Dat zegt niet plus die wat hij gerecht is. Dat zegt je alle. Vreit junt. Waar het zegt, je bent gerecht. En dan kunnen we ons dat randrijden vragen. Zijn ik willen gerecht? Leef ik gerecht? Dat weet in iedereen zelf. Derde punt. I will have guidance. Ik heb somebody wat me directen wordt. Proverbs 11 vers 3. Dat wer oprechtig is, wordt op den rechten weg blijven. Wer oprechtig ist, wird auf den rechten Weg bleiben. De Hingerriksche kommen an, durch unabrechtes Leben. Aber es sagt, hier ist eine Versprechung, wer oprechtig ist, der wird auf den rechten Weg bleiben. Vierter Punkt. I will prosper. Ik wil wat van mij meer. Ik wil zijn wat over deel te brengen, dat het wat nützen zijn. Psalm 92 vers 13 zegt het, de gerechten worden grün als een palmboom. Die worden zo wassen als een ciderboom op dem Libanon. So, de wordt een wassen zijn in het geestelijke leven. De wordt te zijn, dat is grün, dat is vrede. We alle hebben het kurz beleefd dat het nog dreig wordt het bruin. En dat valt zich irgendwann niet raak. Maar nu, wanneer het van geregend heeft, dan wordt het zo grün en dat valt zich zo frisch en opgebouwd. Hier zegt het, de gerechten, die worden den weg leven, dat zich wat frisch opgebouwd voelt. En dat is something wat het zegt, I will prosper. Ik wil something over deel brengen. Dat zegt niet, dan moet zijn. Dat zegt, ik wil something over deel brengen. Vijfde punt. I will experience security. Ik wil dat beleven dat ik zeker ben. Ik ben verzekerd. Proverbs 10 vers 9. Wer zich niet verschuldigd heeft, wordt zeker gaan. Aber wer kramme weergeeft, wordt uitgevangen worden. Het wordt niet geheim blijven. Aber het zegt eerst, wer zich niet verschuldigd heeft, wordt zeker gaan. Er wordt niet wat veel, er wordt zeker gaan. En dat is something waar we ons kunnen houden, waar we ons kunnen ervaren. Ik ben oprechtig en dit is wat ik ook wil nu gaan. I will gain wisdom. Ik wil een wijsheid toenemen. Ik wil uitforschen wat het zegt. Proverbs 2 vers 7. Hij geeft de oprechte ware wijsheid. Niet bloos wijsheid, maar het zegt ware wijsheid. Hij is een schild voor die oprechtig wandelen.
So das sagt dir zwei Dinge. Was der Herr wird tun für uns. Er gibt dir, der abrechtigte Segen, Weisheit. Wahre Weisheit, wo ein Grund dahinter ist. Nicht bloß dort, aber wenn wir nicht diese Weisheit forschen und sehen, dann gibt er uns noch das Schild, dass wir können beschützt bleiben. Dass der Teufel nicht kann uns durchkriegen. Aber das zeigt heran, die abrechtig wandeln. Number 7. I will gain the favor of others. Wat antwoorden, andere mensen die worden dat wat rekenen wat ik doe. Ik wil dafür zijn dat de mensen rond mij dat wat rekenen worden wat ik wil doen. Ik wil dat wat rekenen wat de nächste tijd wil zijn, gerecht, het oprecht, het leven dat. Proverbs 14 vers 9 zegt het, Noren hebben een spot met de zin. Dat bezieht ons. Zegt het, aber de oprechten hebben een vrede aneinander. Nicht bloß an Gott, aber es sagt, der Abbrecher hat eine Freude aneinander. Einer zu den anderen, ein Bruder zu den anderen. Der hat eine Freude, wenn sie sich begegnen. Die freuen sich, wenn sie kein Top sind. Wir haben was wir überrein haben, wo wir uns gleichen, dort wir uns treffen. Punkt 8, Nummer 8. I will enjoy God's provision. Psalm 37, vers 25 sagt, ich sie jung gewas und sie nu alt, aber habe noch niemals gesehen, dass der Gerechte verloren ist oder seine Kinder nur Brot brauchen. Das wird David sein. Er hat immer können, so viel über die bringen, dass seine Familie zu eten gehabt. Und das sagt, er sagte, die Gerechte, die wollen dafür sein, dass sie wollen kennen. Er hat noch niemals gesehen, dass der Gerechte muss hungern. Number 9. Our children will enjoy God's blessing. Unsere Kinder wollen Gott seine Segnungen beleben. Oder die wollen die mit Freude beleben können. Oder die wollen die enjoy. Die wollen die beim leben. Und wie kommt es dann, dass wir dann vielmals vergeten, wo Gott wir das haben? Psalm 112, vers 2 sagt es, die wird gewollt genug kommen im Land haben, den abreichen Mann seine Nachkommen wollen gesehen sein. Die haben dort ein Haus reck, ein Eberreck, und seine Gerechtigkeit hat kein ein. Das ist, was Gott uns versprechen hat. Wenn wir abrechtig sind, dann wollen unsere Kinder die Segnungen beleben. Die wollen nicht von selbst kommen, das ist something, wo wir uns vorhin anspornen. Das ist something, wo wir wollen, was zu tun. Was lasse ich in Anfang? Sagt er, mag die den Aschelchen Mann und check nicht den abbrechen, weil die Wort golden Erfolg haben. Check mal, was passiert mit dem, was nicht abpassen, was ausschuldig sind, nicht viel rangeben. Mag die den? Das sage ich so viel, passen wir ab für den, lass den nicht die Unge kriegen, aber dann sagt er, nu check nur den Gerechten und go am heran und nimm Liebe auf von an. Dann wollen unsere Kinder ein gesegnetes Leben können leben. Number 10. I will never be forgotten. The same verse sagt es, die wird gewollt genug kommen im Land haben, die wird von geredet worden, wird nicht vergeten worden, was die getan haben. Die Mann sind genug kommen worden, gesegnet sein. Die wird von geredet worden, wo die in Segen leben tun. Wir von denen, wir leben so rechtlich und wir sind Hand von alles, glaube ich, was uns fehlt und manchmal jankert uns danach wird. Point number 11. I will have hope in that. I will have hope in that. Proverbs 14, verse 32 sagt es, wann eigentlich kämpft, können die Gottlosen nicht bestehen. Aber die Gerechten haben auch an Tod eine sichere Hoffnung. Was immer wir begegnen, was immer an uns wahrnehmen kann, das sagt, wir haben danach die Hoffnung, dass noch 6 wird als bloß das Leben. Nur das Leben wird noch 6 wird sein.
Sagt, aber die Gerechten haben im Tod eine sichere Hoffnung. Und dort ist mehr als bloß dort, was wir sein können. Wir alle wissen dort wir hier nicht immer bleiben wollen. Wir wollen hier eure Leute von dieser Erde weich sein. Und haben wir von der Hoffnung, wenn wir wollen, bei der Stunde kommen, dass wir können sagen, ich weiß, Jesus lebt an der anderen Seite nicht mehr. Er ist da. Ich habe alles klargestellt, dass ich ankomme mit Frieden entgegengehen. Nummer 12. I will have a sure reward. Du wirst een sichere Preis sein. Du wirst een sichere Lohn sein. Die an Jan niet meer leren dat. En wat wordt de loon zijn? Een van de grootste dingen wat er wordt zijn, is met Jezus top te zijn. Om persoonlijk te treffen. Dit zijn deze dingen wat we hier zijn kunnen, wat we hier in dit leven al ervaren kunnen. Wat het loont dat Jezus nu te volgen. Een göttliches leven te leven. Een oprecht leven te leven. We alle komen immer weiter voor Entscheidungen. Wo immer wir sind, oder was immer wir tun, wir kommen an Entscheidungen an, und dann müssen wir sein, ich gehe das Weg oder den Weg. Jede Entscheidung, die hat Folgen. Die hat Konsequenzen oder Reward. Welche Direction wollen wir anschlagen? Wir kommen alle, jeder Tag für eine Entscheidung. Und was tun wir mit dort? Vielmals, dann weit wir bloß nicht. Dann tun wir bloß was. Sometimes dann sagen wir auch, wenn ich das was tun, das wird in der Länge nicht sagen, utkommen, aber mir jankt das danach. Wir können eine ganze Liste nachflechten und bekicken, was das Rebellion, das merkt uns angleichlich, das merkt uns schuldig, das merkt uns tretreikend und was das doch nicht alles, wenn wir rebellisch sind. Und rebellisch sein, das kann sein gegen Obrigkeit, das kann sein gegen wie ein Älteren oder wie immer über uns ist, uns Boss wird. Wir können alle wen, kann wir sein, ich weiß es, ich will, oder ich kann sein, ich bin okay mit wer über mir ist, den zu folgen. Das hat Konsequenzen. Wenn ich mir lieber immer unzufrieden bin, was wird mir dort für 20 Jahre Luther für ein Result bringen? Weil ich von dort ernten. Aber wenn ich gehorsam, wenn ich respektvoll, wenn ich willig mir die Neue zu stellen, wer über mir ist, dort wird Reward geben. Dort gibt mir Frieden, ich kann geloten sein, ich brauche nicht mich fürchten. Ich las von einem jungen der fängt in ein Geschäft an zu schaffen und er ist von klein an gelehrt, aufrichtig zu sein. Mit Geld dürfen wir nicht unaufrichtig sein. Jeder Cent wird am Platz gestellt, dass seine Eltern angelehrt haben und fängt an, in ein Geschäft zu schaffen. Und eine von den ersten Arbeiten, was er wird am abgeben, das ist die Rechnung der Schicken aus der Allerei ist. Und checkt er das alle durch und dann sieht er, sind 2 Fehler, was da sind. Und dann sagt er den Boss dort. Und dann checkt der Boss das selber. Und dann dort ist dem Boss zum Golden gekommen, die Fehler, was da sind. Dann sagt er dann, wo wir bloß still sind. Da müssen Menschen selbst abpassen. Und dann kommt es wieder und dann checkt der Wirt an der Bank, Scheck wechseln und gibt der Cashier an durch $50 zu viel. Und teilt das nun, gibt er den $50 3 und wenn er dann verteilt er den Wirt dort, was er geworden ist, und gibt er den das Geld und sagt, was er geworden ist, teilt der Wirt dort nun, und dann, wo ist der 5 dann? Na, ich habe den 3 gegeben. Sagt der Wirt dann, best über den Damm gehabt. Dus dat had er 3 Mal zum den was gedaan. Das 4e Mal dann gibt der Wirt $5 mehr als am Treffen dat. Und dann wird er sich auch nicht zu sein. So bestellt. 2 Monate später gibt er am Ware $5 mehr als am Treffen dat. Und er ist bestellt. Man fängt an gewarnt zu werden. Und meistens dann sind er gute Gelegenheiten, wo das für sie nutzen kommt. Und binnen een jaar dan zat hij in Gefängnis en heeft den Wirt $1000 aufgegangen. En zat in Gefängnis für dort.
So wo ihr uns erst anstatt, dass wir abrechtig sind, wenn die, was Ram an sind, nicht abrechtig sind. Was merkt wir für Decisions? Was wird uns dort für Konsequenzen geben? Jede Decision hat ein Reward oder hat Konsequenzen. Jede Decision soll wir mehrmals überdenken, was wird das 5, 10, 15 oder 20 Jahre wieder für mich tun? Was wird das für einen Unterschied machen, wenn ich das so oder so tue? Wenn es das Wort einen Unterschied macht, Gott hat uns Segnungen versprochen, wenn wir wollen abrechtig sind. Er hat uns dort gesagt, wenn wir nicht wollen abrechtig sein, das Wort Folge mit sich bringen, wird uns nicht wollen so einfach sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott sein Wort kennen, und wenn uns Abrechtigkeit gelehrt ist, dass wir das nicht von einer unabrechtigen Person lassen, durchstempeln oder uns lassen, Bein mit dort dann lieber bestellt sind. Weil das Jung wir stellen, und okay, wenn es dann so dort ist, dann ging mit und landet im Gefängnis. Vielleicht wollen wir gleich kurz im Gefängnis sein, aber es kann sein, wir wollen gebunden worden, uns Gewissen wird nur lassen, uns zu vermohnen, und wir wollen an Dinge vorstellen, unser Fried wird verschwinden, und ja, Menschen können sein, wo wir so tun, als wenn alles okay ist. Aber an uns hört, was Dinge drehen, was uns nicht wollen, sehr interessiert. Der nächste Part. God does special things for the righteous. Gott hat extra gute Dinge für uns gerechte Menschen. Der erste sagt, Gott delights in them. Gott freut sich für den. Proverbs 11, Vers 20. Den Herrn ist ein verkehrtes Hort gehen an, aber er freut sich an die, die den rechten Weg gehen. Er freut sich an die. Freut Gott sich für mich und die? Wenn er mich und die im alltäglichen Leben betrachten wird, kickt er uns heran und smilet, so wie die Arbeit tun, oder so wie unsere Dinge tun, abrechtig sein. Kann er uns in den Sinn herankicken, er weiß wieder, dass something, was Gott betrieben. So ist ich das tue, oder so ist ich das getan habe. Zweiter Punkt. Gott loves them. Gott gleicht them. Psalm 11, Vers 7 sagt es. Der Herr ist gerecht und gleicht der Gerechtigkeit. Der Fromme sollen sein Gesicht sein. Der Abbrecher, der sollen Gott sein Gesicht sein. Wir wollten noch, als Moses vom Bäuer aufkam, und er wird dicht bei Gott gewesen. Er hat nicht mal sein Gesicht sein. Aber er wird dicht bei Gott gewesen. Und er aufkam, sein Gesicht strahlt von dieser Helligkeit. Hier sagt uns dort, dass Gott gleicht der Gerechte, und er will sich sein Gesicht sein lassen von mir und von dir. Wo wir hin, er gleicht uns, wie wir abrechtig sind. Dritter Punkt. God's eyes are up on them. Gott seine Augen sind auf der Gerechte. Er kijkt, was er tun. Er kijkt, wo er in Gefahr sind und beschützt. Bruder John shared erst, dass er hat gesehen, wo Gott seine Hand verhält. Hier sagt uns, dass Gott seine Augen sind auf der Gerechte. Meint er dann nur, dass was dann kommen, was passiert? Das ist nicht, was er meint. Aber Gott sieht durch. Er sieht, was er gut ist. Er sieht, was er fein, was reich uitkommt für dich, für die Gerechte. Er passt ab. Er gleicht ihn. Und er weiß, was im Guten sein, was im Sehen sein. Psalm 34, Vers 16. Der Herr hat die Gerechte im Ohr und seine Ohren hören, wann die schrien. Gott seine Ohren hören. God answers their prayer. Nummer 5. Proverbs 15, Vers 29 sagt es, der Herr bleibt weit auf von der Eierreichte, aber er hört die Gerechte ihre Gebete. Sind ich mir sicher, dass Gott mein Gebet hören wird?
Zijn ik ganz toevertrouwd, wanneer ik nu Gott go im Gebet, dat ik weet, ik ben in Gemeinschaft mit ihm. Hier sagt es, dat Gott geeft antwoord zu ons Gebet. 5. Punkt. God gives wisdom to them. Gott geeft ons wijsheid. Proverbs 3, vers 32 sagt es, dat es abscheulich, wat de verkeerde Menschen doen. Aber der Herr ist der Gerechte, sei dich bei, sei nu an. Da wird der Anbrecher getan, dort ist den Herrn in Israel. Aber der Gerechte, der ist, sei dich bei. 6. Punkt. God protects them. Hij werkt, Proverbs 2, vers 8 sagt es, hij werkt über die dat Rechte doen en hält die sicher, die treu zu ihm sind. Die treu zu ihm sind. Sind wir treu zu Gott? Gott will uns beschützen. Er hält uns sicher, wenn wir treu zu ihm sind. 7. Punkt. God directs them. Gott gibt uns directions, wo wir leben sollen. Psalm 112, vers 5. Wer mitleidend ist, in Gieren uitleidt und in seinen Handlungen aufrichtig ist, wird er gut haben. Gott wird directions geben, wo zu leben. Und wir wollen das gut haben, wenn wir arm wollen horchen. Nummer 8. Gott doesn't withhold von dem. In andere wird Gott dat nicht Gott von uns terugholen. Er segnet uns. Er gibt uns was, er sieht, was uns gut ist, was uns fehlt nicht. Er gibt uns das. Psalm 84, vers 12. Wils Gott der Herr als Sonne und Schild. Der Herr gibt genug in ihr. Er hält für die nicht gute Treu, der aufrichtig in seine Wege gehen. Er hält nicht gute Treu für die, der aufrichtig in seine Wege gehen. Hier können wir uns vielleicht fragen, na, ich will gleich in dit und dort ein Jahr. Ja, aber ist dort Gott sein Will? Nou, wenn ich zufrieden bin an dort, was ich habe, und ich glaube, die wir hier von der uns sind, wir haben alle gut. Ich glaube, darf keiner sein, dass wir sind in Need, oder wir haben nicht mehr Frühstück essen, oder wir wissen nicht, was wir wollen zu Mittag haben, oder was immer. Ich glaube, wir alle haben genug. Gott hat uns so viel Gutes gegeben, als wir brauchen. 9. Punkt. God delivers them from temptations. 2. Peter 2, vers 9. So kann der Herr auch uns aus der Versuchung rautraden, die uns sind. Und die gottlose Strophen wird das letzte gerecht. Wenn wir in Versuchung kommen, sagt er uns hier klar, dass Gott kann uns raustragen. Dass wir nicht dürfen nur geben nur Temptation. Wir können Gewinner sein, auch an der Stelle, wo wir versucht wurden. Er wird uns das geben, was wir brauchen, dass wir können bestehen, auch an den Versuchungen. 10. God rewards them. Psalm 18, Vers 21. Der Herr hat mich nur behandelt, als ich gerecht bin. Habe ich gehört, was er hier sagt? Der Herr hat mich nur behandelt, als ich gerecht bin. Ich glaube, und ich weiß nicht mehr, was David hier alles will sagen. Aber wenn ich meine Gerechtigkeit betrachten will, ich bin sehr vielmals sehr hart gekommen. Aber ich glaube, was David sagen will, ist, er ist immer bereit, zu geben, wo er ist. Er ist bereit, nur Gott zu gehen mit allen Dingen, wann er auf hart gekommen ist. Er wird aufrichtig an denen, dass er sich immer wieder aufstellen, für Gott, wann er auf hart kommt, mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Und dann sagt er, der Herr hat mich nur belohnt, als meine Hände rein sind. Als meine Hände rein sind. So, habe ich die Leute an Jesus sein Blut reinwaschen. Sind ich hart gekommen, habe ich dort Tränen und Kreuz gebracht. Sind ich nach Jesus gegangen und mitgedacht, wo ich sein hart gekommen, dann habe ich reine Hände. Dann kann der Herr mich nur segnen. Dann kann ich die Segnungen an den sein annehmen, ich bin eine reine Person. Der nächste. How do I
develop a godly life? Wat doe ik een goddelijk leven aanvoeren in mijn leven? En wat doe ik dat met mijn leven, dat ik wil een goddelijk leven leven? 4 punten heb ik hier. Eerste E. God has provided all you needed. God heeft alles gegeven, zodat ik en du worden kan een goddelijk leven leven. Hij heeft ons alles gegeven. 2 Peter 1 vers 3 zegt het, zijn Gotteskraft heeft ons alles geschenkt. En andere wird, Gott seine Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum selig worden in ein fremdes Leben brauchen. Nicht bloß zum selig worden, aber auch zum hier ein fremdes Leben zu leben. Das hat Gott uns alle geschenkt. Dadurch, dass wir den Kern leiden, der uns so viel Gute zukommen lässt. Gott hat durch Jesus Christus uns so viel Gute zukommen. Wir haben Jesus Christus kennengelernt. Uns ist am vergemalt worden, vergestellt worden, wer er ist. Er ist der Rader. Er ist der, der uns die Sinnen vergeben hat. Du, wo wir sind Karte gekommen, er hat alles geschenkt, was er brauchen hat, damit er in die Kern ein fremdes Leben leben. Dann sagt er, dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit beraten kann. Er beraten hat. Er hat uns beraten, an seine Herrlichkeit anzukommen. Und er hat nicht bloß gesagt, du sollst kommen und weiter, nu komm bloß. Ich habe dir gesagt, du sollst kommen. No, das ist nicht das, was er tut. Er sagt, ich will gleich noch kommen, das sind die Wege, wo du das kannst tun. Das ist so, als das was schaffen. Anders was nicht kann. Aber das sind die Richtlinien, wo du was kann, nur mitkommen. Ich gebe dir die Kraft zum Gewinn, ich gebe dir die Weg und die Versicherung, dass du was kann rauskommen. Ich stärke dich, wenn du schwach bist. Und so kann ich in Dollfargen nicht mehr beiflechten. Ich habe dir alles gegeben. Gott seine Kraft hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, damit wir wollen können, den Weg nur Gott finden. Den Weg nur Gott nur leben. Er hat das alle durchgestellt. Und ich und du sind als ein Mensch so vielmal so kurzsichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse gleich nutzen gehen und durch dort für jeden, was uns Reward wird sein, und es steht dort, dann ist das eine Konsequenz von Ungehorsam sein. Und wenn wir an dem Stage sehen, dass die Konsequenzen sind von uns Ungehorsam, dann glauben wir, das hält alle nicht viel an. Dann glauben wir, dass die Menschen wollen nicht viel von mir. Das sind tolle Dinge, die damit dort mit antragen tun, wenn wir nicht gehorsam sind, was Gott sein Willen ist. Und er hat das gegeben, was wir brauchen, um ein fremdes Leben zu leben. Wir brauchen nicht gehen mal ausfinden, was uns alles zu viel. Wir dürfen nicht gehen, something kaufen, damit wir wollen können, wo wir das sollen tun. Wir alle haben eine Bibel. Wir alle wissen, was dabei geschrieben ist. Wenigstens Teil. Wir können nicht vielleicht nicht alles kriegen, denken, aber wir wissen, dass du erst dabei bist. Und das sagt, du erst eine Kraft bist. Den Vers hat nicht abgesagt, aber ich glaube, es ist Ephesians 1, Vers 19 und 20. Da sagt, dass dieselbe Kraft, was Gott braucht, dass Jesus aus dem Grab holen, der hat für mich und die gegeben, damit wir hier wollen können, ein fremdes Leben leben. Ein gerechtes Leben leben. Punkt B. Study and apply the word daily. Not weekly, not monthly. Das heißt daily. Wer hat gehört, dass John Goettliches hat mal ein Commitment gemerkt, wenigstens 5 Minuten jeden Tag zu lesen. Ich glaube, die meisten von uns, wir haben das gehört. Und er sagt, dort wir von sehen, was für uns. Und ich glaube, das wird für uns gleich so sein. Wenn wir klar merken, ich stelle mich den Namen und ich kicke, was ist es, was Gott von mir will? Was habe ich von der sein Wort mir zu sagen? 2 Timothy 3, Vers 16 sagt, alle Schrift von Gott gegeben, es wird von uns zu belehren, zu beten, uns treu zu wiesen und uns zu unterrichten. 4 Dinge. Belehren, das kann sometimes weiter. Belehren, dann kann es sein, dass wir bei machen einfach bloß sein, ja, ich weiß, ich sage das, das mache ich nicht bloß von nu an anders tun. Ich do something und dann wird mir zu checken haben und gesagt, das ist
Die jetzt auf dem rechten Streck, aber da fehlt noch ein bisschen zu ändern. Du hast mal ein Dollar das oder das Weg tun, da Peter was schaffen. Das, was Gott sein Wort zu uns will tun, wollen wir aufsehen dafür. Dann sagt er nach Tragwiesen. Wenn ich habe da richtig gelesen, das meint, das Wort Gottes soll mir Tragwiesen, lenken. Und das soll mir rechten. Wenn ich nicht weiß, wo ich gehen soll, dann soll es mir in den Weg wiesen. Dort sagt es, dort ist Gott sein Wort. Und jetzt sagt es, Gott, wenn wir das alle Tage tun, nicht bloß sometimes. Punkt C. Not yielding ourselves to sin. 1 Peter 2, Vers 24 sagt es, Jesus selbst nimmt unsere Sünden ab seinen eigenen Körper mit auf das Kreuz nach. Dat wir für den Sinn dood sind und für die Gerechtigkeit leben können, weil es durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott seine Kraft hat alles geschenkt, was wir brauchen, um ein fremdes Leben leben. Da fehlt nichts. Was da fehlt, ist vielmals ans eine Eck auf zu sein. In Punkt D, yield our members to God. Romans 6, Vers 13. Laat es zijn keine Glieder brücken, der Gerechtigkeit zu dienen. Geef je lieber Gott aan, als Sonne, die von Tod zum Leben gekommen sind. Und laat arm jene Glieder brücken, der Gerechtigkeit zu dienen. Laat Gott deine Hände brücken. Deine Augen. Deine Feit. Hij will die brücken. Hij heeft de kracht gegeven, dat de Hände, de Feit, de Augen, dat verstand, dat wat kan doen, wat hij die gemerkt hat. De Kraft ist da. Er hat alles getan. Sind wir willig, ans Fleisch auf zu sein, und ja zu sein, und zu tun, was er will? Ich glaube, er wird uns wissen, was wir tun sollen. Durch dort, dass wir endlich wird Gottes lesen, studieren und nur forschen, was sein will ist von uns. So God has provided all you need. Hij wil dat ik die dat wordt Gottes studieren doen. Hij wil dat we opmerksam zijn dat we niet worden met zin te doen hebben. En hij wil dat we onze Körper van aanbroken laten. Dat is God zijn verlangen. En ik wens dat we alle top worden kunnen ons aanzicht moeten spreken. Ons aanzicht aansparen. De entscheidungen wat we maken. De hand entweder een reward oder de hand consequences. En wir alle sind so geneigt, dass wir gleichen in reward. Wir gleichen in Geschenk. Das geht uns schein. Aber wenn wir was getan haben und wir dachten, dass wir reichen, wir sollen dafür nach Struf haben, das wird uns alle unangenehm sein. Da wird keiner von uns das gleichen, er wird sich damit verstehen. Er wird glauben, dass das reich wird. Aber Dinge im Leben, die arg sind, der haben Konsequenzen. Das bringt Folge mit sich. Und ich wünsche, dass wir können aufmerksam sein und das sein, was das für Folge mit sich bringen, wenn ich liegen da, oder wenn ich unaufrichtig bin, oder wo ich nennen kann, dass ich gebunden worden, oder was immer. Mag Gott Gnade und Weisheit schenken. Wir haben Abstand zum Beten, wird passend das. Vater im Himmel, wir kommen vor dir und sind dankbar für dein Wort. Wir sind dankbar, dass du uns lehren lässt durch dein Wort. Dass du uns anmahnen lässt und reichweisen wirst. Vater, wir sind dankbar dafür. Und ich bete, dass du uns die Augen aufmerken, dass wir können sagen, was für eine riesige Kraft du an uns wirken lassen lässt, damit wir können ein reiches Leben leben, dass wir können in Frieden leben und dass wir in Frieden leben, Vater. Und dass wir können ein Segen sein für die Umgebung, wo immer wir leben. Und Vater, magst du geehrt und verherrlicht werden durch unsere Körper, was wir hier haben. Vater, wir freuen an deine Lehrung und an deine Führung. So du uns in deinem Wort gesagt hast, du hast alles durch, was wir brauchen. Und dass wir uns brauchen lassen. Vater, das ist mein Verlangen. So bete ich auch für jeder einer, der hier ist von dir, wo du am Segnen in diesem Nummerach, wo immer sie sind, spazieren oder was immer sie tun, dass die Nummer, was auch du die kriegen, von jeder einer. Vater, ich möchte auch freuen, dass du
ältere Lied mag uns nur sein und segnen. Beistehen, de Schwache storken, dass sie können sich an die holen und getrost sein. Und so, wie wir hier in Vers lesen, dass die Gerechte waren, even in Tod, eine klare Hoffnung haben. Und vorher, wir sind dankbar dafür, dass wir dort weiten können. Vorher, ich möchte fragen, dass du mit jedem einsehen und wegweisen, was den Willen ist von jedem ein persönlich. In Jesus' Namen. Amen.